Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Willkommen zum dritten Teil zu meiner Kamera-App. Im ersten Teil der Kamera-App hatten wir zusammen mit der KI eine erste Version der App entwickelt. Es reicht vollkommen aus, wenn man so ein bisschen Grundlagen hat. Den Rest macht die KI für einen. Im zweiten Teil habe ich euch dann die etwas weiterentwickelte Version von der Kamera-App gezeigt. Also da bin ich im Nachgang nochmal mit der KI Perplexity drüber gegangen, habe hier und da noch ein paar kleine Änderungen gemacht und diese App habe ich euch dann im zweiten Teil gezeigt. Jetzt im dritten Teil geht es darum, dass ich die App, die in Python geschrieben ist, mit meiner SimCNC-Steuerung verheirate. Das geht über die Python-Schnittstelle von meiner Steuerung. Und das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich zeige zunächst mal die Funktionalität. Also was kann die App schon alles jetzt mit der Steuerung zusammen machen. Und dann werde ich ein bisschen auf die Doku zu dieser Schnittstelle eingehen. Also wie man das in Python anspricht, die Maschine und die Steuerung. Und zum Schluss werde ich euch noch ein bisschen was im Quellcode zeigen. Da werde ich ein bisschen was erklären, aber man kann sich ja auch Teile von der KI erklären lassen. Und das werde ich euch dann auch noch zeigen. Viel Spaß bei diesem Video. Als Steuerung verwende ich ja die IPM und als Software dafür nehme ich SimCNC. Das seht ihr jetzt hier auch schon im Hintergrund. Und bei SimCNC ist es wirklich sehr einfach, sich eine eigene GUI zusammenzuklicken. Also ich habe mir jetzt hier ein neues Tab gemacht und habe hier einen Button eingefügt. Der Button hat jetzt ein Bild drauf, deswegen sieht das aus wie die Kamera, ist aber eigentlich ein Button. Man kann Labels reinziehen, Textfelder. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, und zwar in einem Video, in dem ich eine Freiformfläche graviert habe. Und zwar ging das da um eine Maus. Und auf der Maus wollte ich eine Gravur anbringen. Das kann ich euch unten mal verlinken. Da habe ich nochmal genauer gezeigt, wie man so eine GUI erstellt. Ja, sehr schönes Video, finde ich eigentlich. Hat leider wenig Beachtung gefunden, obwohl ich finde, es war eigentlich eine schöne Arbeit. Also es geht dann so ein bisschen um das Abtasten der Mausoberfläche, diese Mausoberfläche dann in Fusion reinzubekommen und dann mit Fusion in diese erzeugte Freiformfläche Gravur reinzubringen. Da hatte ich auch ein kleines Skript geschrieben für Fusion und fand ich eigentlich ganz interessant. Also kann ich euch nur empfehlen, da nochmal reinzugucken. Und da seht ihr halt eben nochmal genau, wie so eine GUI in SimCNC zusammengeklickt werden kann. Bei SimCNC gibt es sogenannte Maschinenparameter. Also ihr könnt da Werte abspeichern. Die werden auch permanent gespeichert, also auch wenn die Steuerung ausgeschaltet wird. Und in diesen Textfeldern habe ich jetzt Werte drin stehen, die den Offset von der Spindelachse zur Kameraachse beschreiben. Also die Kamera kann ja nicht direkt in der Spindelachse verbaut werden, die muss ja daneben irgendwo platziert werden. Und ich mache das hier so, dass ich das hier in den Textfeldern eingebe. Ich bin ja im Moment immer noch am Schreibtisch, noch nicht unten im Keller an der Maschine. Daher kenne ich die Werte noch nicht genau. Also ich weiß noch nicht genau, in welchem Abstand die Kamera zur Spindelachse später stehen wird. Aber das kann ich dann hier einfach eintragen und das wird dann in sogenannten Maschinenparametern, das wird jetzt der Maschinenparameter 10 und das wird in Maschinenparameter 11 gespeichert. Und dann kann ich nachher in meinem Python-Programm auf diese Maschinenparameter zugreifen. Ich habe jetzt schon auf den Button drauf gedrückt und die App wurde auch schon gestartet. Und jetzt können wir einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Teil, der untere Teil, hatte ich ja gesagt, der Teil, das ist der, den ich angepasst habe jetzt, oder den ich anpassen wollte und jetzt angepasst habe auf die SimCNC. Ich habe hier in den verschiedenen Koordinatensystemen G54, G55 und so weiter immer bei Z den Wert eingegeben. Also bei G54 habe ich da 54 eingegeben, G55, 55, dass man einfach sieht, dass die Koordinatensysteme springen, weil ich habe jetzt hier keine Anzeige für das aktuelle Koordinatensystem. So, über die Radio-Buttons kann ich jetzt hier die Koordinatensysteme durchschalten. Das sieht man jetzt hier, das G55, 56, 57, 58. Wer genau aufgepasst hat, hat auch gesehen, ja, hier unten, das springt ja mit. Also die beiden habe ich synchronisiert. Prinzipiell hätte hier auch eine Zeile mit Radio-Buttons ausgereicht. Es gibt immer mal ein paar kleine Kommentare. Also hier unten seht man, ich habe auch in meinem Quellcode immer mal Ausgaben gemacht, Textausgaben, um zu sehen, was da gerade passiert. Und das wird hier unten auch noch mit dokumentiert.
So, jetzt können wir uns mal angucken, was denn passiert, wenn ich jetzt in den verschiedenen Koordinatensystemen was einstelle. Also ich habe jetzt hier einen Button, der würde jetzt ja den X-Wert auf 0 setzen. Und da muss man natürlich jetzt aufpassen, das wäre die Position von der Kamera. Und ich muss natürlich den Achsversatz zur Spindelachse noch mit berücksichtigen. Das heißt, ich trage dann, wenn ich hier draufklicke, nicht 0 hier oben ein, sondern da kommen die Werte rein, diese Offset-Werte. Ich drücke jetzt einfach mal auf X. Dann seht ihr, wird jetzt die 20 hier oben reingeschrieben in meine Steuerung in dem Koordinatensystem G54. Ich kann auch Y nochmal auf 0 setzen. Dann würde der Wert genommen, der hier drin steht. Also auch der Offset-Wert. Das kann ich natürlich für jede Achse machen. Ich kann jetzt, was weiß ich, im nächsten Koordinatensystem auch mal hier X und Y setzen und dann würden die beiden Werte direkt reingeschrieben. Als nächstes zeige ich euch mal hier diesen G68-Panel. Da war es ja so, dass ich im Prinzip mit der Maschine an die Kante ranfahre von meinem Werkstück. Ich nehme 2 Punkte dann auf der X-Achse des Werkstücks. Das heißt, ich fahre auf den Punkt drauf. Wenn ich auf dem Punkt von der Kante bin, klicke ich hier. Die Software holt sich den XY-Wert von der Position. Der wird hier eingetragen. Und dann fahre ich mit der Maschine weiter, hole mir den nächsten Wert. Der wird hier eingetragen. Und zum Schluss suche ich mir noch einen Punkt auf der Y-Achse. Da reicht im Prinzip einer aus, weil ich mache das so, ich bilde aus den ersten beiden Punkten eine Gerade. Und der dritte Punkt, der dann von der Y-Achse kommt, das ist ein Punkt, der senkrecht auf der Geraden steht. Also ich bilde durch diesen Punkt eine senkrechte Gerade auf die Gerade, die von P1x und P2x gebildet wird. Und damit habe ich einen Schnittpunkt. Diesen Schnittpunkt setze ich dann später als Nullpunkt. Und um diesen Nullpunkt wird dann mit G68 gedreht. Bei den Punkten hier unten habe ich den Offset noch nicht berücksichtigt, also das muss ich noch machen. Im Moment wird einfach aus dem Koordinatensystem die X- und die Y-Koordinate geholt. Ich kann das euch dann mal zeigen. Ich gehe mal hier in die 4-Seiten-Ansicht und fahre jetzt mal auf irgendeinen Wert. Ich sag mal, hier bleiben wir bei 0. Und ich fahre jetzt mal auf einen Wert, was weiß ich, ja, oder x0, y0 ist eigentlich ein guter Wert für das erste. Den nehme ich jetzt gerade mal mit auf, dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Also ich kann jetzt hier draufklicken, dann würde die Software sich die Koordinaten holen und schreibt sie hier rein. So, jetzt fahre ich vielleicht mit der Maschine mal auf x, ja, irgendeinen Wert nehme ich jetzt mal 100 und y vielleicht 10, also das liegt nicht jetzt parallel zur X-Achse, sondern ist so ein bisschen leicht gedreht. Da kann ich jetzt mal hinfahren, die Maschine fährt hin und jetzt könnte ich in meiner Software den nächsten Punkt aufnehmen. Und zum Schluss bräuchte ich jetzt irgendwie noch einen Punkt, der hier hinten irgendwo liegt. Ja, ich gehe vielleicht mal, eigentlich müsste ich ja ins Minus fahren, das wird jetzt nicht funktionieren, weil hier meine Limits zu Ende sind. Ja, von der wird es jetzt eher rechtwinklig, ist vielleicht so kein ganz gutes Beispiel gewesen. Das kann ich aber gleich auch nochmal im Programm ändern, dass wir eine bessere Rotation hinbekommen. Und Y100, die Maschine fährt hoch. Ich kann jetzt nicht hier nach minus 10 fahren, weil da meine Limits zu Ende sind. Ich könnte mir den Punkt jetzt hier wieder reinholen. Und setze jetzt aber hier mit der Hand mal den Wert auf minus 10, dass man ein bisschen Rotation reinbekommt. So, jetzt hätten wir die Werte drin. Und wie gesagt, die Werte haben jetzt den Offset noch nicht berücksichtigt, das muss ich noch machen. Dann kann man sagen, okay, berechne mir hier draus eine Gerade aus den ersten beiden Punkten, berechne mir eine Senkrechte drauf und rotiere um den Nullpunkt. Das würde dann jetzt passieren. Also hier seht ihr jetzt, ist Koordinatensystem G55 ist ausgewählt. Der Nullpunkt ist im Moment, weil ich es so gewählt habe, einfach mal der aktuelle Nullpunkt und es soll um 5,7 Grad gedreht werden. Dann sage ich ja. Jetzt wird im Hintergrund ein G68 ausgeführt. Und das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach auf x auf einen geraden Wert fahren würde, zum Beispiel auf 100, würde ja, wenn das Koordinatensystem nicht gedreht wäre, das Ganze sehr
achsparallel fahren. Und jetzt, wenn ich hier auf x100 fahre, dann haben wir ja die Drehung drin und wir müssten in zwei Achsen, also in x und in y fahren. Ich gebe einfach mal x100 ein, lasse die Maschine mal fahren, vielleicht, ja, man könnte es auch schnell fahren lassen. Man sieht, die fährt eine Schräge und wer genau hingeschaut hat, hat auch gesehen, dass die Maschine in zwei Achsen fährt. Vielleicht mache ich es nochmal ein bisschen langsamer mit einem G1 und einem kleineren Vorschub. Jetzt bin ich außerhalb der Limits oder was? Ja, okay, dann muss ich hier größeren Wert nehmen. Hier oben sieht man es jetzt ganz schön und man sieht hier, dass zwei Achsen laufen. Und obwohl ich hier nur in eine Achse verfahre, läuft das so schräg nach unten. Also das G68 funktioniert schon. Aufheben kann man das Ganze natürlich dann wieder, also die Drehung des Koordinatensystems mit einem G69. Da kann ich auch in der Software noch einen Button für hinmachen. So, G69 haben wir jetzt eingegeben. Und wenn ich jetzt wieder in x auf 100 fahren würde, dann würde er wieder nur in einer Achse fahren. Jetzt sieht man wieder, er fährt achsparallel. Es bewegt sich auch nur eine Achse. So, im Prinzip funktioniert er soweit schon, bis auf die Offsets bei den Punkten bei G68, aber das ist dann eine Kleinigkeit. Den Offset muss ich eh noch ermitteln an der Maschine, wenn die Kamera angebaut ist. Ja, das wird halt eben dann gemacht. Im SimCNC gibt es einen eingebauten Script-Editor, den kann man benutzen. Mir gefällt er nicht. Er hat einen Vorteil, er hat für die Methoden, die die Programmierer von der SimCNC zur Verfügung gestellt haben, hat er eine Autovervollständigung und das hat man jetzt so von vornherein erstmal in einer anderen Entwicklungsumgebung nicht. Aber mich stört es auch nicht groß. So, also so sieht das Ding aus und das Entscheidende ist eigentlich die Funktionalität. Und dafür gibt es eine Bibliothek, die ist, wenn ihr SimCNC startet, wird die schon mitgeladen. Und wenn ihr aus dem SimCNC euer Skript startet, dann habt ihr das auch schon mit drin. Und über diesen Device, da gibt es halt eben diese ganzen Methoden, die ganze Funktionalität für die Steuerung, können wir jetzt auf die Steuerung zugreifen und Sachen da, Methoden ausführen. Das Ganze funktioniert über D. Also das wäre jetzt die Referenz für diese Objektbibliothek und ihr seht jetzt hier unten, wenn ich das in diesem Script-Editor eingeben würde, dann seht ihr hier schon, hier würden jetzt die ganzen Methoden, die es gibt, also die ganze Funktionalität, die die Entwickler von SimCNC einem zur Verfügung stellen, würde hier erscheinen. Also es gibt einen Execute G-Code, da kann ich irgendwelchen G-Code reinschreiben, der wird ausgeführt. Was wir nachher noch brauchen, ist Koordinatensystem, also brauche ich jetzt G54, 55 oder so weiter. Ich gehe jetzt aber ein bisschen weiter, also für uns ist es ja erstmal interessant, die Position von der Maschine zu bekommen. Das habe ich ja eben gesehen, die brauche ich zum Beispiel, um die in den Textfeldern einzutragen. Und da schauen wir uns mal an, wie man sowas macht. Ich glaube Seite 17 war das oder so. Ja, also hier ist jetzt beschrieben, wie ich Koordinaten einlesen kann. Man muss ein bisschen aufpassen, es gibt entweder das Maschinenkoordinatensystem, also G53, oder das Programmkoordinatensystem. Das ist dann immer das, was aktuell ausgewählt ist, also G54, G55 oder sowas. So, jetzt gibt es da eine Methode, die heißt getPosition. Ich zeige es vielleicht gleich an dem Programmkoordinatensystem, weil G53 brauchen wir nicht, das ist dann die nächste Seite. Also hier für das Programmkoordinatensystem, also G54, 55 oder sowas, kann ich mir jetzt die Position holen und in der Position stehen jetzt 6 Werte drin. Die X-Koordinate, die Y-, Z-Koordinate, A, B und C-Koordinate. A, B und C brauchen wir nicht und Z brauchen wir jetzt in dem Beispiel auch nicht.
Und dann ist hier beschrieben, wie ich auf diese Position zugreifen kann. Das sieht man hier jetzt. Mit Get Position kann ich ja eine Position lesen und ich will es ja vielleicht auch mal schreiben, eine Position. Da gibt es dann hier die Set Axis Proc Position. Da muss ich die Achse auswählen und dann den Wert nehmen, den ich für diese Achse jetzt setzen will. Ja, viel mehr brauchen wir jetzt in unserem Beispiel nicht. Ich gehe jetzt mal in den Quellcode. Wenn ich in der Kamera-App hier ein Koordinatensystem auswähle, dann muss das natürlich auch bei der Maschine gesetzt werden. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wo das in dem Quellcode passiert. Also hier werden die Radio-Buttons angelegt und hier wird jetzt was gemacht und das könnte ich euch jetzt erklären, aber ich will es euch vielleicht auch mal zeigen, dass man das natürlich auch sich von der KI erklären lassen kann. Also ich kopiere einfach mal dieses Stückchen Quellcode hier. Da geht es um diese Radio-Buttons mit Steuerung C und lade das jetzt mal in eine KI rein mit einer Bitte um eine Erklärung. Ich habe mittlerweile im Microsoft Edge Browser Copilot geöffnet. Das geht hier oben über diesen Button. Und habe eine ganz freundliche Anfrage gestellt, dass mir bitte doch mal der Quellcode erklärt werden soll. Und das kam dann hier als Antwort. Hier wird dann wirklich Zeilen für Zeilen werden besprochen. Hier gibt es eine Variable, die relativ wichtig ist. Das ist die hier. Die wird hier auch nochmal erklärt. Die Variable, die den aktuell ausgewählten Wert der Radio-Buttons speichert. Jetzt muss man dem Programm eigentlich nur noch sagen, dass wenn sich dieser Wert ändert, also man einen anderen Radio-Button auswählt, dass dann eine bestimmte Aktion ausgeführt wird, also im Prinzip dann eine Methode aufgerufen wird. Das wäre jetzt hier im nächsten Schritt. Könnt ihr euch mal durchlesen. Also wenn sich diese Variable hier ändert, dann soll diese Methode, die wir hier hinten haben, onSetZeroRadioButtonChange, aufgerufen werden. Und in dieser Methode können wir dann auf dieses Ereignis reagieren. Wenn wir jetzt einen anderen Radio-Button angeklickt haben, dann springt unser Programm hier hin. Wir holen uns jetzt nochmal den angeklickten Button, also zum Beispiel G54 würde hier drin stehen oder G55, also je nachdem, was wir als Radio-Button angeklickt haben. Der Wert würde hier drin stehen. Und ich habe es ja schon gesagt, ich habe noch eine zweite Radio-Button-Leiste. Einen hätte es im Prinzip hier eigentlich getan. Aber hier schreibe ich jetzt diese zweite Radio-Button-Leiste, die jetzt bei mir bei G68 unten steht, auf den gleichen Wert. Also wenn ich oben G55 angeklickt habe, dann wird der Radio-Button unten auch auf G55 springen. Das ist jetzt eigentlich nicht so entscheidend. Wichtiger ist jetzt hier, was passieren soll, wenn ich jetzt zum Beispiel G55 angeklickt habe und dann wird hier eine neue Methode aufgerufen. Die Methode Handle Radio Button Change finden wir jetzt hier unten. Die ist ausgelagert, weil die wird sowohl ausgeführt, wenn wir in der oberen Radio Button Reihe eine Änderung durchführen oder unten bei G68 in dieser Radio Button Reihe eine Änderung durchführen. Jeweils wird dann diese Methode aufgerufen, weil die macht im Prinzip das Gleiche. Gell? So, jetzt gucken wir, bei G-Code kommt jetzt hier G54, G55 irgendwas an. Und hier machen wir jetzt eine Zuordnung, also G54 wird dem Wert 1 entsprechen, G55 2 und so weiter. Das Entscheidende für die Steuerung steht jetzt aber eigentlich hier weiter unten. Also hier haben wir auch wieder unseren G-Code drin, G54 oder so weiter. Und hier unten seht ihr jetzt, hier wird jetzt der Work Offset gesetzt. Und da muss man eben wissen, bei SimCNC steht die 1 für Work Offset G54, die 2 für G55 und so weiter. Und jetzt wird hier unten die Work Offset Nummer gesetzt, also entweder auf 1, 2 oder 3. Und das wird jetzt aus der Map geholt. Also wenn der G-Code zum Beispiel G54 war, dann wird in der Map geschaut,
G54 hat den Wert 1 und das, was ihr hier unten seht, das wird durch die 1 ersetzt und dann wird im Prinzip aufgerufen d.set work offset number, Klammer auf, 1, Klammer zu. Also in Abhängigkeit von dem G-Code, der hier übertragen wird, wird das entsprechende Koordinatensystem in der Steuerung gesetzt. Wenn wir hier auf diese Buttons klicken, dann bedeutet das im Prinzip auch, dass eine Methode aufgerufen wird. Und da können wir uns auch mal anschauen, was denn passiert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf diesen Button klicke. Nach dem Klicken auf den Button ZX0 würden wir hier in diese Methode springen. Und die entscheidende Zeile ist also hier. Also hier weisen wir unsere Steuerung an, dass sie eine Achse auf einen bestimmten Wert setzen soll. In dem Fall soll sie die X-Achse setzen und sie soll sich diesen Maschinenparameter holen. Also der Maschinenparameter war ja der, den ich eben in der GUI gezeigt habe, den ich als Offset-Parameter einsetze. Also nochmal zur Erinnerung, der Wert, der da drin steht, das ist der Maschinenparameter. Und den kann ich mir über dget Maschinenparameter holen und das ist der Maschinenparameter 10 und der von der Y-Achse, das ist der Maschinenparameter 11. Hier sieht man, bei X wird der Maschinenparameter 10 geholt, also für den X-Offset, und wenn ich Y auf 0 setze, dann wird der Maschinenparameter von 11 geholt für den Y-Offset. Wenn beide Achsen genullt werden sollen, also wenn ich auf den Button ZXY gleich 0 setze, ja, dann werden im Prinzip einfach die beiden Achsen, die X- und die Y-Achse, mit den jeweiligen Parametern gesetzt. Jetzt schauen wir uns noch an, was passiert, wenn man auf diese Buttons hier unten klickt. Wichtig sind diese Labels, also diese Beschriftungen, die spielen gleich eine Rolle und das werde ich euch jetzt im Programmcode zeigen. Wenn auf einen der Buttons geklickt wird, dann wird diese Methode aufgerufen und hier bei Point, da würde dann der Wert drin stehen ZP1x, ZP2x oder ZP3y, je nachdem welcher Button jetzt gerade diese Methode aufgerufen hat. Hier wird jetzt nochmal überprüft, ob es diesen Button mit dieser Beschriftung überhaupt gibt und wenn es den gibt, dann wird diese Methode hier unten Update Point Entries aufgerufen und es wird auch wieder der Label von dem Button, also hier oben dieser Teil, wird auch wieder übergeben an die nächste Methode. In dieser Methode hole ich mir jetzt die X- und die Y-Koordinate von der Steuerung, also über das D-Punkt, Get Position. Und jetzt dran denken, dass dieser Teil ja im Prinzip 6 Werte liefert, also X, Y, Z, A, B und C. Von diesen 6 Werten will ich aber den ersten Wert haben. Ja, und in der Informatik ist es so, dass man nicht bei 1 anfängt zu zählen, sondern bei 0. Also 0 wäre der erste Wert. Das wäre jetzt der erste Wert, also der X-Wert. 1 wäre dann der zweite Wert und das wäre dann der Y-Wert von den Werten, die GetPosition liefert. Im Anschluss werden jetzt nur noch die Textfelder einmal geleert. Einmal für den X-Wert geleert und dann wird die neue Variable reingeschrieben. Für den Y-Wert wird auch das Textfeld geleert und es wird auch der neue Wert reingeschrieben. Ja, und das war es schon mit dem Setzen von den Werten in den Textfeldern. Jetzt eigentlich nur noch dieser Button Rotate, den haben wir ja von der KI erzeugen lassen. Und die KI hat auch programmiert, was da passieren soll, wenn ich hier draufklicke. Also es sollen ja die beiden Geraden berechnet werden. Der Schnittpunkt und die Rotation soll durchgeführt werden. Ich kann euch das jetzt im Quelltext mal kurz zeigen. Also hier werden zunächst die Textfelder ausgelesen. Es werden von den 3 Punkten die X- und die Y-Koordinaten geholt und in diesen Variablen P1x bis P3y gespeichert. Mit diesen Werten werden dann die Geraden berechnet und hier sieht man -1 durch M1, das wäre die senkrechte Linie auf diese Gerade. Die hat ja genau -1 durch M1 die Steigung und es wird der Schnittpunkt berechnet, es wird der Winkel berechnet. Das Dialogfenster geht hier unten auf und es wird nochmal nachgefragt, soll denn wirklich rotiert werden. Hier wird jetzt nochmal der G-Code, der ausgeführt werden soll. Also G68 mit der X-Koordinate und der Y-Koordinate
und den berechneten Winkel. Das wäre jetzt einfach ein Text. Und diesen Text kann ich dann wieder an die Steuerung schicken als G-Code. Also ich kann über d.execute G-Code den G-Code, den ich jetzt hier drin stehen habe, ausführen lassen. Dadurch würde dann das aktuelle Koordinatensystem um den Punkt, der bei x und y angegeben ist, mit dem Winkel gedreht werden. So, ich denke mal, das war jetzt schon eine ganze Menge an Programmierung. Das soll damit jetzt auch erstmal gut sein. Im nächsten Video geht es dann um die Fertigung der Kamerahalterung. Und ich hoffe, dass ich dann auch schon ein paar Bilder von der Maschine zeigen kann. Der Rechner an der Maschine ist deutlich schwächer als der Rechner, den ich hier habe. Also ich hoffe nicht, dass es da irgendwie Laufzeitprobleme gibt, weil der Rechner zu langsam ist für die Kamera. Und dann muss ich an der Maschine halt eben noch den Offset bestimmen, den Offset richtig einstellen. Und dann denke ich mal, in ein oder in 2 Teilen wird dann die Kamera-App fertig an der Maschine angebaut sein. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Der Programmierteil ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.